Guten Tag zusammen. Willkommen zurück bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Problem, das viele von euch kennen. Ihr versteht Deutsch, aber wenn ihr sprechen sollt, dann passiert nichts. Genau, der Kopf ist plötzlich leer, die Wörter sind weg und ihr fragt euch, warum kann ich nicht sprechen? Das ist total normal, Emilia. Fast jeder Lerner hat dieses Problem am Anfang. Ja, aber es ist trotzdem frustrierend. Man hört einen Podcast wie diesen hier, versteht alles, nickt mit dem Kopf. Aber im Café oder im Supermarkt? Nichts kommt raus. Kennst du das auch, liebe Zuschauer? Schreibt uns in die Kommentare. Blockiert ihr auch beim Sprechen, obwohl ihr gut versteht? Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Letzten Monat war ich im Buchladen. Welcher Buchladen? Der kleine Laden in der Hauptstraße. Du kennst ihn doch. Ah ja, mit den vielen alten Büchern. Genau der. Also ich war dort und suchte ein Buch über Pflanzen. Ein Mann kam zu mir und fragte, kann ich Ihnen helfen? Und? Was hast du gesagt? Zuerst gar nichts. Mein Kopf war komplett leer. Ich wusste genau, was ich sagen wollte. Aber die Worte kamen nicht. Wie lange hat das gedauert? Vielleicht 5 Sekunden, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Und dann? Dann habe ich tief durchgeatmet und gesagt, ja, ich suche ein Buch über Pflanzen für zu Hause. Siehst du? Es hat funktioniert. Du hast gesprochen. Ja, aber nur weil ich nicht nachgedacht habe. Ich habe einfach angefangen zu reden. Das ist der Trick, Emilia. Nicht zu viel nachdenken. Einfach sprechen. Aber warum passiert das überhaupt? Warum blockieren wir? Es gibt viele Gründe. Der wichtigste ist Angst. Angst? Wovor denn? Angst vor Fehlern. Angst, dass die Leute uns nicht verstehen. Angst, dumm zu klingen. Stimmt, ich denke immer, oh nein, mein Deutsch ist nicht perfekt. Was denken die Leute über mich? Genau. Und diese Gedanken blockieren uns. Unser Gehirn ist zu beschäftigt mit der Angst. Es gibt keinen Platz mehr für die deutschen Wörter. Richtig. Die Wörter sind da, irgendwo im Kopf. Aber wir können sie nicht finden, weil wir gestresst sind. Was können wir dagegen tun? Zuerst müssen wir verstehen, Fehler sind normal. Jeder macht Fehler, auch Deutsche. Wirklich? Natürlich. Ich mache auch Fehler, wenn ich Englisch oder Französisch spreche. Das stimmt. Fehler bedeuten, dass wir lernen. Genau. Und die meisten Menschen sind sehr nett. Sie freuen sich, wenn jemand ihre Sprache lernt. Habt ihr das auch erlebt, liebe Zuschauer? Waren die deutschen Muttersprachler nett zu euch oder hatten sie kein Verständnis? Schreibt es in die Kommentare. Ein anderer Grund für die Blockade ist, wir wollen perfekte Sätze sagen. Oh ja, ich denke immer, ich muss den perfekten Satz mit der richtigen Grammatik sagen. Und während du den perfekten Satz suchst, vergeht die Zeit. Die Situation ist vorbei. Dann sage ich lieber gar nichts. Das ist schade. Besser ein einfacher Satz als gar kein Satz. Kannst du ein Beispiel geben? Klar, stell dir vor, du bist im Restaurant. Der Kellner fragt, was möchten Sie trinken? Okay. Du möchtest Wasser mit Kohlensäure sagen, aber du weißt nicht, ob es mit oder ohne heißt. Du blockierst. Was soll ich tun? Sag einfach Wasser bitte mit Blasen. Oder noch einfacher Sprudelwasser bitte. Auch wenn es nicht perfekt ist? Es muss nicht perfekt sein. Der Kellner versteht dich. Das ist das Wichtigste. Kommunikation ist wichtiger als Perfektion. Absolut. Sprache ist ein Werkzeug. Wir benutzen es, um zu kommunizieren, nicht um perfekt zu sein. Das ist ein guter Punkt. Ich fühle mich schon besser. Gut, aber es gibt noch mehr Tipps. Möchtest du sie hören? Natürlich, und ihr auch, oder? Schreibt Ja in die Kommentare, wenn ihr mehr Tipps hören möchtet. Tipp Nummer 1. Lernt ganze Sätze, nicht nur einzelne Wörter. Warum? Weil unser Gehirn in Sätzen denkt. Wenn du nur Wörter lernst, musst du im Moment den Satz bauen. Und das dauert zu lange. Genau. Aber wenn du ganze Sätze lernst, sind sie sofort da. Du musst nicht nachdenken. Kannst du ein Beispiel geben? Klar, lerne nicht nur das Wort Hilfe. Lerne den ganzen Satz. Können Sie mir helfen? Oder wo ist die Toilette? Perfekt. Diese Sätze kannst du in vielen Situationen benutzen. Und du musst nicht jedes Mal überlegen, wie du den Satz bildest. Richtig. Der Satz kommt automatisch. Das ist schlau. Was ist Tipp Nummer 2? Sprich laut mit dir selbst. Was? Mit mir selbst sprechen? Ist das nicht komisch? Vielleicht ein bisschen, aber es funktioniert. Wie mache ich das? Ganz einfach. Wenn du zu Hause bist, sprich über deinen Tag auf Deutsch. Einfach so, ohne Partner? Ja, sag zum Beispiel, ich mache jetzt Kaffee. Der Kaffee ist heiß. Er schmeckt gut. Das klingt lustig. Vielleicht. Aber dein Gehirn übt dabei. Du denkst auf Deutsch, nicht auf deiner Muttersprache. Und wenn ich Fehler mache? Kein Problem. Niemand hört dich. Du kannst so viele Fehler machen, wie du willst. Das ist gut. Ich mag diesen Tipp. Ich mache das auch manchmal, wenn ich eine neue Sprache lerne. Wirklich? Ja, ich spreche mit mir selbst auf Spanisch oder Italienisch. Es hilft sehr. Was ist Tipp Nummer 3? Übe kurze Antworten. Kurze Antworten. Ja, du musst nicht immer lange Sätze sagen. Kurze Sätze sind auch gut. Zum Beispiel? Jemand fragt,
Wie geht es dir? Du sagst einfach, gut, danke. Und dir? Das ist nicht lang. Nein, aber es ist genug. Die Konversation läuft weiter. Ich verstehe, kurze Sätze reduzieren den Druck. Genau. Du musst nicht immer komplizierte Sätze sagen. Und wenn die andere Person nicht versteht, Dann fragst du, soll ich es wiederholen oder langsamer? das sind auch kurze Sätze. Siehst du, es ist gar nicht so schwer. Habt ihr Lieblingsausdrücke, die ihr immer benutzt? Welche kurzen Sätze sind für euch am wichtigsten? Schreibt sie in die Kommentare. Tipp Nummer 4 ist sehr wichtig. Akzeptiere die Stille. Die Stille? Ja, manchmal brauchen wir eine Pause, um nachzudenken. Das ist okay. Aber die Stille fühlt sich so peinlich an. Nur für dich. Die andere Person wartet meistens geduldig. Wirklich? Ja, die meisten Menschen verstehen, dass du eine fremde Sprache sprichst. Sie geben dir Zeit. Was mache ich während der Stille? Atme ruhig. Denke an das Wort, das du brauchst. Oder benutze Füllwörter. Füllwörter, was ist das? Kleine Wörter, die uns Zeit geben. Zum Beispiel, also, lass mich überlegen. Ah, das machen Deutsche auch. Genau. Es ist ganz normal. Diese Wörter zeigen, ich denke nach, ich habe nicht vergessen zu antworten. Das ist hilfreich. Welche Füllwörter kannst du noch empfehlen? Naja, weißt du, wie sagt man? Oder einfach, Ist international. Stimmt, jede Sprache hat ihr eigenes, Okay, ich werde diese Füllwörter benutzen. Was ist Tipp Nummer 5? Übe in sicheren Situationen. Was meinst du mit sicheren Situationen? Situationen, wo der Druck niedrig ist. Wo es nicht schlimm ist, wenn du Fehler machst. Zum Beispiel? Zum Beispiel beim Bäcker. Du kaufst Brötchen. Das ist einfach und kurz. Oder im Supermarkt an der Kasse. Genau. Du sagst, hallo, danke, tschüss. Das sind kurze Interaktionen. Und wenn ich mehr sagen möchte? Dann sag mehr. Frag zum Beispiel, haben Sie auch Vollkornbrot? Und wenn der Bäcker schnell antwortet? Kein Problem. Sag, langsamer bitte. Oder können Sie das wiederholen? Diese Sätze sind sehr nützlich. Ja, sie retten dich in vielen Situationen. Ich habe auch einen Tipp. Oh, wirklich? Erzähl. Mach dir Notizen auf deinem Handy. Notizen? Ja, wenn du einen neuen Satz hörst oder liest, schreib ihn auf. Und dann? Dann lies die Notizen vor dem Schlafengehen oder in der Bahn oder im Wartezimmer beim Arzt. Das ist ein sehr guter Tipp, Emilia. Danke, ich mache das jeden Tag. Mein Handy ist voll mit deutschen Sätzen. Und benutzt du sie dann? Ja, manchmal lese ich sie morgens und am selben Tag kann ich sie benutzen. Das ist wie Magie. Nicht Magie, nur Vorbereitung. Du hast recht. Vorbereitung ist sehr wichtig. Habt ihr auch solche Notizen oder benutzt ihr Apps? Wie organisiert ihr eure Lernsätze? Wir sind neugierig. Ich möchte noch etwas Wichtiges sagen. Was denn? Vergleicht euch nicht mit anderen. Oh, das ist schwer. Ich weiß, aber es ist wichtig. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Manche Menschen sprechen nach 3 Monaten fließend. Ja, aber das sind Ausnahmen. Die meisten Menschen brauchen länger. Wie lange? Das ist unterschiedlich. Manche brauchen ein Jahr, manche 2 Jahre, manche 5 Jahre. 5 Jahre? Ja, und das ist okay. Jeder Weg ist anders. Aber es ist frustrierend, wenn andere besser sind. Ich verstehe das. Aber denk daran, sie haben vielleicht mehr Zeit oder einen anderen Hintergrund. Was meinst du? Vielleicht sprechen sie schon andere Sprachen oder sie leben in Deutschland oder sie haben einen deutschen Partner. Stimmt, ihre Situation ist anders als meine. Genau. Konzentriere dich auf deinen eigenen Fortschritt. Wie mache ich das? Schau zurück. Wo warst du vor 3 Monaten? Vor 6 Monaten? Ich konnte fast nichts sagen. Und jetzt? Jetzt kann ich einfache Gespräche führen. Siehst du, du hast Fortschritte gemacht. Ja, das stimmt. Ich fühle mich besser. Gut, feiere deine kleinen Erfolge. Sie sind wichtig. Welche Erfolge meinst du? Jeden Erfolg. Hast du heute ein neues Wort benutzt? Super. Hast du mit dem Nachbarn gesprochen? Fantastisch. Auch wenn es nur ein kurzes Gespräch war? Besonders dann. Kurze Gespräche sind der Anfang. Du hast recht, ich sollte stolz auf mich sein. Absolut. Ihr alle solltet stolz auf euch sein. Ihr lernt eine neue Sprache. Das ist nicht einfach. Es ist sogar sehr schwer. Ja, aber ihr macht es trotzdem. Das zeigt Mut und Ausdauer. Danke, Henry, das ist schön zu hören. Gern geschehen. Aber ich bin noch nicht fertig. Oh, was kommt noch? Ich möchte über die Rolle von Musik sprechen. Musik? Was hat Musik mit Sprechen zu tun? Sehr viel. Musik hilft uns, die Sprache zu fühlen. Wie meinst du das? Deutsche Lieder haben Rhythmus und Melodie. Wenn du sie singst, übst du die Aussprache. Aber ich kann nicht singen. Das ist egal. Du musst nicht gut singen. Du musst nur mitsingen. Welche Lieder empfiehlst du? Am Anfang Kinderlieder. Sie sind einfach und langsam. Kinderlieder, ist das nicht peinlich? Nein, viele Erwachsene lernen mit Kinderliedern. Die Texte sind klar und die Melodien sind eingängig. Kannst du ein Beispiel nennen? Alle meine Entchen oder Bruder Jakob. Diese Lieder kennt jeder in Deutschland. Und später? Später kannst du Poplieder hören oder Rap, wenn du das magst.
Deutscher Rap ist sehr schnell. Stimmt, aber du kannst langsam anfangen. Hör das Lied mehrmals, lies die Texte mit. Und dann singe ich mit, Genau, dein Gehirn lernt die Wörter und Satzstrukturen. ohne dass ich es merke. Richtig, es ist passives Lernen, sehr effektiv. Welche deutschen Künstler mögt ihr? Welche Lieder helfen euch beim Lernen? Teilt eure Favoriten mit uns. Ein weiterer wichtiger Punkt, Körpersprache. Körpersprache beim Sprechen? Ja, wenn dir ein Wort fehlt, benutze deine Hände. Zeigen und gestikulieren? Genau, wenn du groß nicht sagen kannst, zeig mit deinen Händen wie groß. Oder wenn ich Tasse vergesse, kann ich so tun, als ob ich trinke. Perfekt. Die andere Person versteht dich trotzdem. Aber ist das nicht kindisch? Nein, es ist Kommunikation. Selbst Muttersprachler benutzen Gesten. Das stimmt, ich sehe das oft. In vielen Kulturen gehören Gesten zur Sprache dazu. Besonders in Italien. Ja, aber auch in Deutschland. Weniger als in Italien, aber immer noch. Das beruhigt mich. Ich benutze viel Körpersprache. Das ist gut. Nutze alle Werkzeuge, die du hast. Sprache, Gesten, Gesichtsausdrücke. Alles zusammen macht die Kommunikation. Ich habe eine Frage. Ja? Was mache ich, wenn ich überhaupt nicht sprechen kann? Wenn die Blockade total ist? Das ist eine gute Frage. Kennst du das Gefühl auch, liebe Zuschauer? Manchmal ist mein Kopf komplett leer. Ich kann mich an kein einziges Wort erinnern. Das passiert, besonders wenn du sehr nervös bist. Was soll ich dann tun? Erstens, Panik hilft nicht. Atme tief durch. Okay, atmen. Zweitens, sag ehrlich, was los ist. Was meinst du? Sag, Entschuldigung, ich bin nervös, ich lerne Deutsch. Einfach so? Ja, die meisten Menschen sind dann sehr nett und geduldig. Und wenn sie kein Verständnis haben? Dann ist das ihr Problem, nicht deins. Du machst dein Bestes. Das stimmt, ich kann nur mein Bestes geben. Genau. Und dein Bestes ist genug. Was ist drittens? Drittens, hab einen Notfallsatz bereit. Einen Notfallsatz? Ja, einen Satz, den du immer sagen kannst, wenn gar nichts geht. Zum Beispiel? Sprechen Sie Englisch? Oder können Sie das aufschreiben? Ah, diese Sätze retten die Situation. Richtig, sie geben dir Zeit zum Nachdenken. Und die andere Person kann dir helfen. Genau, niemand erwartet, dass du perfekt bist. Das vergesse ich manchmal. Wir alle vergessen das manchmal, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern. Ich habe noch eine Geschichte. Erzähl. Letzte Woche war ich beim Arzt. Oh, beim Arzt sprechen ist schwer. Ja, ich musste meine Symptome beschreiben. Und wie war es? Zuerst hatte ich Angst. Medizinische Wörter sind kompliziert. Was hast du gemacht? Ich habe einfache Wörter benutzt. Mein Hals tut weh. Ich habe Kopfschmerzen. Und der Arzt hat dich verstanden? Ja, er hat sogar gesagt, Ihr Deutsch ist gut. Siehst du, es funktioniert. Ich war so erleichtert. Ich hatte mir so viele Sorgen gemacht. Die Sorgen waren unnötig. Ja, meistens sind sie unnötig, aber im Moment fühlen sie sich real an. Das verstehe ich. Angst ist ein starkes Gefühl. Wie kann ich die Angst reduzieren? Mit Übung. Je mehr du sprichst, desto weniger Angst hast du. Aber am Anfang ist die Angst groß. Ja, deshalb fang klein an. Sprich zuerst in sicheren Situationen. Mit Freunden oder der Familie? Genau. Oder mit anderen Lernenden. Ihr seid alle in der gleichen Situation. Ihr versteht eure Fehler gegenseitig. Richtig. Und ihr könnt zusammen lachen, wenn etwas schief geht. Lachen hilft gegen die Angst. Absolut. Nimm dich nicht zu ernst. Habt ihr Lernpartner oder übt ihr alleine? Was funktioniert besser für euch? Ich möchte noch über einen wichtigen Punkt sprechen. Welchen? Die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit beim Sprechen? Ja, viele Lernende denken, sie müssen schnell sprechen. Wie Muttersprachler? Genau, aber das ist falsch, Warum? weil langsames Sprechen klarer ist. Die andere Person versteht dich besser. Aber ich möchte nicht langsam klingen. Langsam bedeutet nicht schlecht. Es bedeutet deutlich. Ich verstehe. Selbst deutsche Muttersprachler sprechen manchmal langsam, besonders wenn das Thema kompliziert ist. Oder wenn sie mit Kindern sprechen. Richtig, langsames Sprechen ist in vielen Situationen normal. Also soll ich nicht versuchen, schnell zu sprechen? Nein, sprich in deinem eigenen Tempo. Deutlichkeit ist wichtiger als Geschwindigkeit. Und wenn jemand ungeduldig ist? Das ist sein Problem. Die meisten Menschen sind aber geduldig und nett. Okay, ich werde langsamer sprechen. Gut, und noch etwas. Mach Pausen zwischen den Sätzen. Pausen? Ja, das gibt dir Zeit zum Nachdenken und es macht deine Rede klarer. Wie Absätze in einem Text. Genau, deine Sprache braucht auch Struktur. Das ist ein schöner Vergleich. Emilia, was würdest du jemandem sagen, der gerade anfängt, Deutsch zu sprechen? Gute Frage. Ich würde sagen, hab Geduld mit dir selbst. Das ist wichtig. Und mach jeden Tag einen kleinen Schritt. Nicht große Sprünge, kleine Schritte. Jeden Tag ein bisschen besser. Genau. Heute sagst du 3 Sätze. Morgen vielleicht 4. Nächste Woche 6. Kontinuität ist der Schlüssel. Ja, besser jeden Tag 10 Minuten als einmal pro Woche 2 Stunden.
Das stimmt. Regelmäßigkeit ist wichtiger als Intensität. Und noch etwas, hab Spaß. Spaß beim Deutschlernen? Ja, wenn es keinen Spaß macht, wirst du aufgeben. Du hast absolut recht. Such dir Themen, die dich interessieren. Sprich über deine Hobbys. Über Musik, Sport, Kochen, was auch immer. Genau, dann macht das Lernen Freude. Und wenn es Freude macht, lernst du schneller. Es ist ein positiver Kreislauf. Was macht euch beim Deutschlernen am meisten Spaß? Schreibt es uns. So, Henry, wir haben heute viel besprochen. Ja, lass uns kurz zusammenfassen. Gute Idee. Also, du verstehst Deutsch, aber beim Sprechen blockierst du. Das ist normal. Jeder Lerner kennt dieses Problem. Die Hauptgründe sind Angst und Perfektionismus. Richtig, wir haben Angst vor Fehlern und wollen perfekt sein. Aber Fehler sind normal. Sie zeigen, dass wir lernen. Und Perfektion ist nicht nötig. Kommunikation ist wichtiger. Wir haben viele Tipps gegeben. Lerne ganze Sätze. Sprich mit dir selbst. Übe kurze Antworten. Akzeptiere die Stille. Benutze Füllwörter. Übe in sicheren Situationen. Mach Notizen. Vergleiche dich nicht mit anderen. Höre deutsche Musik. Benutze Körpersprache. Sprich langsam und deutlich. Hab Geduld. Mach jeden Tag kleine Schritte. Hab Spaß. Das sind viele Tipps. Ja, aber ihr müsst nicht alle auf einmal umsetzen. Wählt 1 oder 2 Tipps aus, die euch am besten gefallen. Probiert sie aus. Schaut, was funktioniert. Jeder ist anders. Was für mich funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für dich. Genau, findet euren eigenen Weg. Und erinnert euch, sprechen lernt man nur durch Sprechen. Es gibt keine Abkürzung. Man muss es einfach tun. Auch wenn es am Anfang schwer ist. Es wird leichter. Versprochen. Ich glaube an euch, liebe Zuschauer. Wir beide glauben an euch. Ihr könnt das. Ihr habt schon so viel gelernt. Ihr seid auf einem guten Weg. Gebt nicht auf. Jeder kleine Fortschritt zählt. So, das war unsere Folge heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und schreibt in die Kommentare, was war euer größter Aha-Moment in dieser Folge? Welcher Tipp hat euch am meisten geholfen? Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir machen jede Woche neue Folgen. Nächste Woche sprechen wir über ein neues Thema. Es bleibt spannend. Bis dahin übt fleißig. Sprecht jeden Tag ein bisschen Deutsch. Und habt keine Angst vor Fehlern. Sie sind eure Freunde, nicht eure Feinde. Tschüss und bis nächste Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen.